Neujahr 2020. Menschen feiern mit ihren Liebsten, machen Party mit Freunden, stoßen auf die Ankunft im neuen Jahr an, freuen sich auf die Zukunft und was diese wohl bringen wird. Die Fliegerei boomt, ist auf einem Hoch. Die Airlines weltweit machten umgerechnet einen Gewinn von ca. 26 Milliarden $. Menschen bereisen die Welt, entdecken neue Länder und Kulturen. Businessleute fliegen von einem Meeting ins nächste. Das Reisen in der Luft gehört zum Alltag und ist nichts Besonderes. Doch das Leben ist hektisch und der Stress beherrscht uns aufgrund einer enormen Vernetzung. Keiner hätte geahnt, dass uns genau diese Vernetzung zum Verhängnis wird. Keiner hätte geahnt, was dieses Jahr für uns und die Wirtschaft bereithält. Durch welche harten Zeiten wir gehen müssen und kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Existenzen werden bedroht, Geschäfte stellen den Betrieb ein und Airlines stehen vor dem Aus. Keiner hätte damit gerechnet. Mit Corona. Es fing doch alles so gut an. Die Fluggesellschaften starteten voller Tatendrang in das Jahr 2020. Das Reisen boomte, Menschen hatten das Bedürfnis, dem Alltag zu entfliehen und sich außerhalb des eigenen Landes zu erholen. Firmen ließen ihre Mitarbeiter für Meetings durch die Welt transportieren. Geschäfte wurden noch per Handschlag abgeschlossen. Jährlich wurden mehr Passagiere transportiert, bis hin zum 2019. Da wurden 4,5 Milliarden Passagiere durch die weltweiten Airlines befördert. Der größte Teil der Schweiz reiste über die Flughäfen Genf und Zürich. Insgesamt 59 Millionen Passagiere flogen alleine über die Schweiz. Prognosen für das Jahr 2020 vor Corona sprachen von weltweiten Passagierzahlen von ungefähr 4,7 Milliarden Passagieren. Die Fluggesellschaften hatten Pläne, wollten vielleicht die Firmen ausbauen, Flieger zukaufen, ein besseres Erlebnis für die Passagiere kreieren. Die Visionen waren da, Pläne geschmiedet. Die Flugbranche war auf einem richtigen Hoch. Doch Seltsames begann sich zu entwickeln. Kaum eine Woche im Januar und es häuften sich Berichte über eine neue Viruserkrankung in China. Wir beobachteten das Geschehen aus einer sicheren Distanz. Weit weg befindet sich das Ganze. Selber schuld, wenn die Chinesen Fledermäuse essen. Uns betrifft das zum Glück nicht. Tja, am 25. Februar erreichte dann das Virus die Schweiz. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Hätten wir gewusst, was kommt, wir hätten liebend gerne den Überspringen-Knopf gedrückt. Doch diesen Knopf gibt es nicht. Auf einmal standen wir einer völlig neuen Situation gegenüber. Sowas kannten wir nicht. Eine Pandemie. Die Welt wird bedroht durch einen Virus. Einen Gegner, den wir nicht sehen, fassen, riechen, schmecken können. Aber er ist da, bedroht uns, unser Leben und doch, wir sehen ihn einfach nicht. Schwer begreifbar, was uns da erreicht hat. Dann plötzlich stand alles still. Der Lockdown war da, aber wir dachten, das Leben geht danach wieder weiter. Alles wird wieder normal sein wie vorher. Wie wenig wir doch wussten. Die Flugindustrie völlig vor den Kopf gestoßen. Eine Branche, die von einer Vernetzung der Welt lebt und nur dadurch existieren kann. Wie soll diese Branche überleben, wenn sich nun jedes Land abschottet? Wie sieht die Zukunft aus? Aber man musste es tun. Man musste diese Vernetzung unterbinden. Was sollte man denn tun, wenn genau diese Vernetzung schuld war?
an der Verbreitung des Virus. Wir hatten keine andere Wahl. Die Airline-Industrie gilt als eine der größten Verlierer der Corona-Krise. Staatshilfen, Konkurse, Entlassungen. Die Flugbranche zeichnet ein Bild des Trauers. Es mussten Maßnahmen zu Kostenersparnissen erarbeitet werden, auch zu Lasten der Angestellten. Das Geld schmilzt den Airlines buchstäblich durch die Finger. Fast machtlos müssen sie auf die Welt schauen und hoffen, dass das Reisen in naher Zukunft wieder möglich sein wird. Die Fluggesellschaft Emirates zum Beispiel musste 24% ihrer Mitarbeiter entlassen und einen Verlust von 3,3 Milliarden Schweizer Franken umgerechnet verbuchen. Dabei gingen diverse Gerüchte rum über die Vorgehensweise und die Entlassungen der Mitarbeiter, aber das lassen wir mal so stehen. Aber Emirates ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die kämpft. Unzählige stehen vor dem Aus oder sind bereits Konkurs gegangen. Norwegian, kurz vor der Pleite. Air France KLM, 1,05 Milliarden Euro Verlust im Sommer allein. American Airlines, 2,4 Milliarden Dollar Verlust im dritten Quartal 2020. Air Italy, Konkurs. Germanwings, Konkurs. Thomas Cook Airlines, Konkurs. Man sieht klar, dass die Fluggesellschaften um ihr Überleben kämpfen und alles tun, um den Untergang zu vermeiden. Sie geben alles, fahren Sparkurse und suchen neue, kreative Wege, um das Überleben zu sichern. Trotz der Corona-Krise und dem damit einhergehenden Einbrechen der Passagierzahlen bleibt eines bestehen. Die Welt benötigt Güter und der bevorzugte Weg zum Transport dieser Güter bleibt der Luftweg. Wussten Sie, dass in normalen Zeiten etwa die Hälfte des Frachtbedarfs als sogenanntes Belly Cargo bei Passagierfliegern im Bauch mitfliegt? Und was tut man, wenn man nun keine Passagiere mehr hat, aber trotzdem Fracht befördern muss? Man stockt auf. Man ersetzt die fehlenden Passagiere durch Fracht. Die Lufthansa beispielsweise befüllt nicht nur den Frachtraum mit Fracht, sondern geht einen Schritt weiter und transportiert diese auch in der Passagierkabine. Die Sitze wurden bei Lufthansa jedoch nicht ausgebaut, sondern lediglich abgedeckt und die Sitze mit der Fracht belegt. China Eastern Airlines geht dabei aber noch einen Schritt weiter. Sie haben kurzerhand bei einigen Fliegern einen Großteil der Sitze ausgebaut und befördern so noch mehr Fracht. Natürlich kann man so aber das Überleben nicht komplett sichern und mit andauernder Krise schwinden auch hier langsam aber sicher die finanziellen Mittel. Die Airlines suchen also nach Wegen, um zu überleben, aber nicht nur sie selber, sondern auch ein wichtiger Pfeiler der Fluggesellschaften will überleben. Was ist mit den Angestellten? Natürlich bangen wir Piloten um unsere Zukunft. Denn was passiert, wenn wir unseren Job verlieren? Wie sollen wir in einer Branche, die weltweit am Kämpfen ist, einen neuen Job finden? Das ist quasi aussichtslos. Hat man einen Plan B? Ein Backup? Gerade bei jungen Piloten, die vorher keine Lehre gemacht haben, stellt sich dann die Frage, was mache ich wenn? Es bestehen eventuell Ausbildungsschulden, die abbezahlt werden müssen und die sind meist nicht wenig. Man muss verstehen, dass Pilot per se kein Beruf ist. Man macht einen Schein für ein Flugzeug, analog zum Führerausweis beim Auto. Es ist keine Lehre mit einem Berufszeugnis, sondern lediglich eine Berechtigung zum Steuern eines Flugzeuges. Dabei ist es auch so, dass definiert ist, welches Muster man fliegen darf, zumindest in der Berufsfliegerei. Man kann also als Linienpilot nicht einfach jedes Flugzeug fliegen. Und so eine Umschulung auf einen anderen Typ kostet schnell mehrere tausend Schweizer Franken. Das heißt, auch wenn man eventuell einen anderen Job finden würde, kann es sein, dass man die Flugzeuge dieser Gesellschaft nicht fliegen kann und eine Umschulung der Firma eventuell einfach zu teuer ist. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich vorhin eine Optikerlehre gemacht habe und so nun mein fehlendes Gehalt ein bisschen aufstocken kann, indem ich bei meinem alten Arbeitgeber einfach arbeiten gehe.
Darum ist es meiner Meinung nach in der Berufsfliegerei extrem wichtig, vorher einen Beruf erlernt zu haben. Denn man weiß nie, wenn man dieses Backup braucht am Schluss. Die Swiss meldet einen Betriebsverlust von über 400 Millionen Schweizer Franken von März bis Dezember. Das sind 1,5 bis 2 Millionen pro Tag im Schnitt. Es wird von den Angestellten, wie auch in anderen Branchen natürlich, zur Unterstützung auf Lohn verzichtet. Trotzdem fallen 1000 Stellen weg, die aber sehr natürlich weggefallen sind. Ein Bankkredit von 1,5 Milliarden soll helfen. Die Bürgschaft übernimmt der Schweizer Steuerzahler. Aber Stimmen werden laut. Irgendwie verständlich. Doch sichert eine Firma, die in einer Industrie tätig ist, welche ca. 5% des Bruttoinlandproduktes ausmacht, nicht auch Arbeitsplätze? In der Schweiz? Man solle die Swiss pleite gehen lassen und dann billig kaufen, so die Stimmen. Dann hätten wir wieder eine Schweizer Airline. Wie Swiss ja, ne? Ja, und nun stehen wir da. Das Jahr 2021 läuft und es ist keine Verbesserung zu verzeichnen. Die Welt dreht sich immer noch sehr langsam und die Flieger stehen mehrheitlich am Boden. Fest steht aber, dass das Reisen auch in Zukunft unerlässlich sein wird. Wir brauchen Fortbewegungsmittel unterschiedlicher Art und das heißt auch Flugzeuge sowie die Airlines. Aber der Markt, der wird sich ändern nach der Krise. Zoom-Meetings ersetzen die Businessreisen, Menschen machen eventuell vermehrt Urlaub im eigenen Land und doch, die Welt will vernetzt bleiben und sich austauschen. Wir sind global geworden und werden das auch beibehalten. Die Prognosen für die Zukunft sind aber sehr bescheiden. 2,8 Milliarden Passagiere werden weltweit für das Jahr 2021 erwartet. Das ist gerade mal etwas mehr als die Hälfte des Hochs im 2019. Trotzdem, die Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Unsere Gewohnheiten ändern sich. Wir finden es seltsam, wenn sich Menschen die Hände schütteln, sich umarmen, zu nahe kommen. Unser Denken ist verändert. Wird alles mal wieder so wie vorher sein? Man weiß es nicht. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass wir bedroht werden von einem unsichtbaren Feind und es ist Zeit, zusammenzustehen. Als Gemeinschaft, als Menschheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Virus uns auseinandertreibt. Nur gemeinsam sind wir stark. Ich wünsche euch viel Gesundheit, alles Gute, bleibt stark.